guten Morgen in der Bäckerei Seitz. Wir sind hier in Schrobenhausen. Es ist ziemlich genau 5 vor 4. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Impressionen da ein bisschen so mitgeben können, wie wir uns das vorstellen, damit wir euch zeigen können, wie es bei uns da so abläuft. Wir haben vor 2 Jahren jetzt auf Bio umgestellt, sind da sehr stolz darauf, dass wir den Schritt gewagt haben. Und ich habe vor, das Backwarensortiment komplett auf Bio umzustellen. Darf ich vorstellen, Herbert Schrittendocher, einer unserer Wachstummmeister beim Ausbacken vom Prinzenleib. Der Herbert ist seit über 30 Jahren bei uns dabei. Der gehört zum Inventar. Also kann, glaube ich, mich gar nicht erinnern, wann das genau war. Wir kennen wir jetzt, aber ich weiß nur die Zeiten, wo er praktisch unter meinem Vater dann zum Meister ausgebildet worden ist. Auf den kannst du dich verlassen, das ist unser Mann. Da sehen wir unsere Lisa, die ist zu uns gekommen als Lehrling, hat bei uns die Lehre gemacht und ist jetzt 2022 fertig geworden. Gratuliere nochmal. Jetzt unsere 2 Brezenbäcker, in dem Fall die Nicole und der Nico, in voller Pracht. Ja, die sind da ein Team, die machen das. Das geht praktisch immer so in Reihe um. Wir backen auf Platte, also ohne Blech. Das heißt, direkt auf der heißen Herdplatte die Breze. Meiner Meinung nach die beste Art Brezen zum Backen, aber auch die aufwendigste. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir ohne machen sollen. Hier sehen wir die fertigen Brezen, kastanienbraun, schön aufgegossen. So stellen wir unsere bayerische Brezen vor. Das ist unser Gültchen. Lacht immer gut aufgelegt. Weiß ich noch nie, dass die irgendwie grantig war. Voll cool. Balkenwaage, die ist so ein bisschen fair zu mir. Da wenn jetzt auch 5 Gramm mehr Einwaage drauf sind, dann ist der Balken einfach waagerecht und das passt soweit. In der Regel sagt es immer gerne ein bisschen mehr oder weniger und das passt auch so, dass der Kunde ja nicht beschissen wird. Den Teig, den müssen wir in der Hand gehabt haben, den wenn wir da so lang, der ist irgendwie liebesbedürftig und doch stabiler als er ausschaut. Also der fällt jetzt nicht zusammen und hört sich an wie so ein Dackelfurz, sondern der macht da mit, weil er einfach von A bis Z, da jetzt einmal ein bisschen Liebe erfahren hat. Schaut euch den Winzer an. Schaut euch dieses Gesicht an. Genauso stellen wir das vor. Lächeln im Gesicht, aber nicht der Renner, sondern einfach flott arbeiten und das Ganze dann mit ein bisschen Freude an der ganzen Geschichte. Links Gülcan und Cindy rechts formen unser Hausbrot. Das ist ein 50-50 Mischbrot. Das ist ein Rezept noch von meinem Papa. Ja, das ist ein Muss. Das ist ein A-Artikel. Das kann man nicht vorstellen, dass ich das irgendwann einmal aufhöre. Das hat eine relativ lange Teigruhe mit fast 2 Stunden. Wird dann portioniert und auf dem Abzieher, den man da so links neben da ein bisschen sehen kann, darf das dann nur mal eine halbe Stunde ruhen. Und nach dem Formen kommt es dann 1,5 bis 2 Stunden in Gärraum, um sein maximales Volumen und Aroma zu entwickeln und dann ab in den Ofen. Da sehen wir unseren neuesten Zugewinn, die Ariana. Die ist jetzt seit 2 Wochen dabei, ist noch ein bisschen geschaut, ich glaube, die wird schon, die taut schon auf. Ja. Jetzt sind wir in der Eismacherei angelangt. Die Abteilung, die hat mein Bruder aus dem Boden gestampft. Das war nicht Tradition bei uns, weil wir waren schon Bäckerei und Konditorei. Nur Eis haben wir keins gemacht. Mein Bruder ist dann nach Italien gegangen und hat sich da informiert, wie man Eis macht, hat sich das sagen lassen und hat das dann mit nach Hause gebracht. Unbeschreiblich, mit was für einer Leidenschaft er Eis macht. Da geht es jetzt nicht bloß darum, dass das da in den Bottich reinläuft, sondern allein schon die Art, wie er das reinstreichelt. Das kann nicht jeder. Und dann noch einigermaßen attraktiv, was heißt einigermaßen? Und dann noch attraktiv zum Gestalten, dass in der Theke einfach top ausschaut. Da brauchst du. Jetzt sehen wir die Belkis. Auf Belkis ist Verlass. Belkis schaut, dass auch Sandwich und Snacks nachgemacht werden, wenn die Theke schon geplündert ist. Der sieht das förmlich an. Die mag das machen, die ist da richtig, die gehört daher. Tippitoppi. Das ist der Julian. Ja, der hat sich da eingefügt, wie wenn wir auf ihm gewartet hätten. Ja. Seiteneinsteiger, aber absoluter Leistungsträger in der Konditorei. Der Julian überzieht Torten mit Kuvertüre. Da merkt man einfach schon, dass die Konditorei auf das, was sie da macht, 100%ig stolz ist. Sonst darfst du so einen Aufwand nicht betreiben, da schützt dann keiner drüber und das Thema ist durch. Jetzt macht er ein Messer warm, um die angezogene Kuvertüre einzuteilen. Sonst können die Verkäuferin da kein Stück nicht rausschneiden, weil die Kuvertüre bekanntlichermaßen heiß hart wird. Diesen Aufwand, den musst du treiben, sonst kannst du da kein Stück rausschneiden. Auf jedes Tortenstück kommt natürlich nur eine Rosette. Das schaut nur top aus, wenn einer das kann und das öfter schon gemacht hat. Da wird das richtig zur Kunst. Eine Rosette wie die andere, so wie man sich das vorstellt. Und dann ist es geil. Da ist der Mann für die schwierigen Fälle, der Patrick.
Sag ihm, was du willst, du kriegst das. Aus. Die Gabriela. Also Allzweckwaffe. Ob Kommissionierung, Snackbereich, Produktionshilfe. Allzweckwaffe. Punkt. Alles klar, dann haben wir's. Jawohl. Stopp. Habe die Ehre.